Das brandneue Grid MPX SimRacing Steering Wheel betritt den Markt. Grid Engineering schließt sich mit SimLab zusammen und unter der Marke Grid by SimLab werden zukünftig High-End Wheels angeboten. Was ihr vom Grid MPX Wheel geboten bekommt, das erfahrt ihr in den nächsten Minuten. Legt die Füße hoch und willkommen hier in meinem YouTube-Kanal. Zu Beginn wie gewohnt der Disclaimer. Grid by SimLab hat dieses Lenkrad als Testmuster zur Verfügung gestellt, damit ich dieses längerfristig für euch in meinem Kanal testen und reviewen kann. Du kannst dieses Lenkrad in den nächsten Monaten in meinem SimRacing Testcenter unter die Lupe nehmen. Buchen und besuchen heißt die Devise, klickt bei Interesse den Link oben rechts. Es gibt keine Auflagen oder Vorgaben hinsichtlich dieses Reviews und ich bin kein Teilnehmer eines Affiliate-Programms des Anbieters. Doch nun kann's losgehen. Kapitel Nummer 1: Preis und Bezug. Das Grid MPX Sim Racing Steering Wheel, so heißt dieses Ding, kostet für Vorbesteller inklusive österreichischer Mehrwertsteuer von 20% derzeit 990 € und kann über die Grid Engineering Homepage bezogen werden. Nach dem Vorbestellerzeitraum erhöht sich der Preis um etwa 200 €. Kapitel Nummer 2: Der Lieferumfang. Im Lieferumfang erhaltet ihr das MPX Lenkrad mit bereits montierten 70 Lochkreis Wheelside Adapter, ein USB-Kabel mit Spiralform für die Verbindung zum mitgelieferten Adapter samt Netzteil. Dazu gibt es ein umfangreiches Sticker-Set. Die Ware kommt sehr gut verpackt und gepolstert in einer ordentlichen Retail-Verpackung samt Überkarton zu euch. Machen wir weiter mit Kapitel Nummer 3, das ist die Kompatibilität. Das Lenkrad wird über den 70 mm Lochkreis mit einer Wheelbase verbunden. Hier müsst ihr euch entscheiden, ob ihr das Lenkrad direkt an einer Wheelbase schrauben könnt oder Adapterlösungen wie ich bevorzuge. Bei Fanatec gelingt dies über den Podium Hub. Bei Logitech oder Thrustmaster gibt es Adapterlösungen beispielsweise aus dem 3D-Drucker. Bei SimuCube kann das MPX direkt an der SimuCube Base über den Adapter angeschraubt werden. Andere Hersteller bieten ebenso passende Adapter, da das 70 mm Lochbild genormt ist. Eine weitere Möglichkeit wäre, das MPX mit einem Quick-Release-System auszustatten, wie ich euch dies bereits in meinem Kanal mit dem RaceX-Adapter gezeigt habe. Die Plattformkompatibilität beschränkt sich mit diesem Lenkrad ausschließlich auf den PC. Ein Konsolensupport ist derzeit Stand Januar 2023 nicht geboten. Das Lenkrad wird über das Spiralkabel mit der Adapterbox verbunden. Diese wiederum verbindet das mitgelieferte Netzteil für die Stromversorgung und stellt den entsprechenden USB-Steckplatz zur Verbindung an den PC zur Verfügung. In Sachen Spielesupport ist das MPX mit den gängigen Rennspielen kompatibel und die Tasten bzw. Buttons, Thumb-Encoder und so weiter können in den Spielen frei belegt werden.
Grid Engineering bietet mit dem MPX nativen SimHub Support und liefert auch eine hauseigene Software mit, falls du SimHub nicht verwenden möchtest. Die Grid Engineering Software, die befindet sich derzeit noch im Beta-Status. Alle Details sehen wir uns dann in einem separaten Kapitel an. Kapitel Nummer 4, das sind die Ausstattungen und Einstellungsmöglichkeiten. Dieses Kapitel sehen wir uns wie gewohnt am besten live und direkt am Lenkrad an. Viel Spaß damit! Beginnen wir mit einem Überblick über diese Ausstattungsmerkmale dieses Grid MPX Lenkrads. Ihr habt ein üppig ausgestattetes Lenkrad, jetzt im GT-Formfaktor rund um die 29-30 cm. Und beginnen wir hier auf der rechten Seite. Ihr habt einen 7-Wegeschalter, das heißt links, rechts, oben, unten, drehen, links, rechts und drücken. Dann die entsprechenden Buttons, einmal, zweimal, dreimal, viermal. Dann hier riesengroße Thumb Encoder, hier oberseitig dieser Speicher, den ihr auch drücken könnt, und unterseitig der Speicher ebenso in derselben Dimension, links, rechts drehen und entsprechend drücken. Dann mittig auf dem Lenkrad rund um das Grid-Logo seht ihr diese entsprechenden Encoder, links, rechts drehen, drücken, sprich 3-Wege-Encoder, 1, 2, 3, 4, 5 Mal. Dann symmetrisches Lenkrad, hier auf der linken Seite dieselben Ausstattungsmerkmale, und wenn wir uns das Lenkrad jetzt rückseitig betrachten, dann seht ihr hier in Zeigefingerposition diese Buttons, die ihr drücken bzw. belegen könnt, einmal links, einmal rechts, und die entsprechende Schaltmechanik links, rechts und die Ausstattung über die Analog Pedals, mit denen ihr dann entsprechend diverse Achsen belegen könnt oder den Byte Point beim Start wie bei der Launch Control belegen oder definieren könnt. Weitere Ausstattungsmerkmale dieses Lenkrads ist eine durchwegs sehr gut ausgeführte LED-Beleuchtung. Ihr habt sehr gut ausgeleuchtete Buttons. Dann rund um die Encoder ebenso mit diversen LEDs, die ihr anpassen könnt, die auch einen Circle dann simulieren können. Das könnt ihr alles in SimHub dann einstellen und konfigurieren. Rückseitig von den Ausstattungsmerkmalen seht ihr hier unterseitig den Anschluss für das entsprechende Spiralkabel, das mitgeliefert wird und mit dieser kleinen Box, die dann mit USB zum PC verbunden wird, angeschlossen wird. In Sachen Einstellungsmöglichkeiten, da gehen wir dann im Kapitel Software und LEDs genauer ein, wie ihr dies alles konfigurieren könnt. Da sprechen wir ein paar Minuten darüber. Weitere Einstellungsmöglichkeiten, die ihr beim MPX-Lenkrad habt, sind die Positionen seitlich nach außen Richtung Rim oder nach innen über dieses Langloch. Hier bei diesem Pedal, da habt ihr Einstellungsmöglichkeiten links und rechts. Gleiches gilt dann für die Analog Pedals. Weiters könnt ihr dann den Winkel der Analog Pedals hier über diese Schraube dann anpassen. Das sehen wir uns dann in den technischen Details genauer näher an, welchen Unterschied dies macht. Und Gleiches gilt dann auch für die Schaltmechanik, wo ihr dann die Neigung, sprich den Abstand zwischen Grifffläche und eben dem Pedalverstellen anpassen könnt. Zurück von den Ausstattungen und weiter geht's mit Kapitel Nummer 5, die technischen Details. Dieses Kapitel sehen wir uns ebenso wieder am besten live und direkt am Lenkrad an. Weiter geht's mit den technischen Details. Beginnen wir mit den Montagemöglichkeiten, wie du dieses Grid MPX Lenkrad an deine Wheelbase montiert bekommst. Da hast du diverse Möglichkeiten über dieses 70-Kreis Lochbild. Das ist ein genormtes Lochbild, das sehr viele Wheelbases bzw. Adapter mitbringen, und hierüber kannst du dann das MPX Lenkrad verbinden. Das sieht dann so aus, du hast hier entsprechende Durchgangslöcher oder M5 Gewindelöcher, mit denen du dieses Lenkrad dann verbinden kannst, je nachdem eine Schraube durchstecken und mit einer Mutter dann verbinden oder hier entsprechend verschrauben. Es gibt Möglichkeiten, die ich euch heute in diesem Video zeige. Wenn ihr jetzt mit diesem Lenkrad an der Fanatec Wheelbase unterwegs sein wollt, dann benötigt ihr den entsprechenden Fanatec Podium Hub. Dieses Ding, das habe ich euch schon öfter gezeigt in meinen Videos. Und ihr seht, bei so einem Podium Hub habt ihr außenseitig rum dieses 70 mm 6-Kreis Lochbild. Dann schnappt ihr euch diesen Podium Hub seitenrichtig mit der Nut nach oben und verbindet dieses Lenkrad entsprechend seitenrichtig dann hier mit dem Podium Hub, und dann habt ihr diese Kombination zusammengeschraubt.
könnt mit dem entsprechenden Fanatec QR1 Quick Release Adapter direkt an eine Fanatec Base gehen und habt dieses Lenkrad verbunden. Wichtig für euch klarerweise immer bei diesen Verbindungen ist, sämtliche Signale, die das Wheel betreffen, werden hier nicht über den Adapter durchgeschleift an die Wheelbase, sondern die kommen direkt über das beigelieferte Spiralkabel an euren PC. Das ist für euch ein wichtiger Punkt. Ihr könnt also nicht mit einer konsolenlizenzierten Fanatec Wheelbase und diesem Lenkrad unterwegs sein, weil eure Konsole nichts damit anfangen kann. Die Konsole greift nur die Signale direkt über eine lizenzierte Wheelbase ab, und wenn ihr jetzt extra über so ein Kabel und USB an eine Konsole geht, die kann mit diesen Signalen nichts anfangen. Das heißt, hier ausschließlich PC-kompatibel über einen separaten USB-Anschluss. Weitere Montagemöglichkeiten, die ihr noch habt, beispielsweise jetzt hier, ich war auf der SimiaCube SC2 Pro Wheelbase unterwegs, da kennt ihr diesen üblichen schwalbenschwanzartigen Adapter hier. Das ist ein Hardmount, so würde ich dies nennen. Hier werden keine elektrischen Signale durchgeschleift, das ist lediglich eine mechanische Verbindung, und auf diese wiederum habe ich mir einen Quick Release Adapter von RaceX Xeroplay montiert. RaceX, ihr wisst, das gehört zu SimLab, und das ist so ein Adapter, der dieses Lenkrad Quick Release fähig macht, so würde ich dies jetzt nennen. Das funktioniert dann so: Du montierst diesen RaceX Adapter, Video habe ich euch vor einigen Monaten hochgeladen, hier mit diesem SimiaCube Adapter so an die SimiaCube Base, und das Lenkrad benötigt dann das entsprechende Gegenstück. Ihr bekommt Gegenstücke von diesem System, die zeige ich euch jetzt hier mal schnell mit diversen Lochkreisen. Das ist der 70 mm Lochkreis, der übliche genormte, der fast jedes Wheel mitbringt oder jeder Lenkradaufsatz. Dann gibt es noch einen genormten 52 mm 6-Lochkreisadapter, der sieht dann so aus, etwas kleiner, und einen Wheel-Adapter 50,8, auch das ist so eine Norm, die ab und zu bei kleineren Lenkrädern vorkommt. Jetzt zu dem 70 mm Lochkreis: Du schnappst dir dieses Lenkrad, den entsprechenden Adapter dazu, und dieser Adapter wird dann einfach mit diesem Lenkrad verbunden. Das Ganze sieht dann so aus. Wenn du dies jetzt verbunden hast mit den entsprechenden Schrauben, hier reichen 3 Schrauben, wenn du die fest anziehst. Du benötigst nicht eine Rundumverschraubung mit 6 Schrauben. Das ist in meinen Augen Overkill. 3 Schrauben ordentlich angezogen, gesichert, entweder mit Sicherheitsmuttern oder, wenn du über Gewinde verschraubst, mit entsprechenden Sprengringen. Und so kommst du dann mit deinem Lenkrad, das sieht dann so aus, entsprechend hier an diesen Adapter. Den setzt du hier ein, du machst die Klappe zu und alles ist miteinander fix und fertig verbunden. So die entsprechenden Montagemöglichkeiten. Welche Möglichkeit hast du noch? Du könntest dieses Lenkrad, wenn du dies willst, auch mit dem alten Thrustmaster Adapter aus Kunststoff verwenden. Solche Dinger, die kannst du dir aus einem 3D-Drucker selbst ausdrucken oder irgendwo kaufen. Da siehst du, hier hast du die Thrustmaster Quick Release Aufnahme mit diesem Überwurf-Gewindering, den du dann verwenden kannst, und hier entsprechend wieder das 6-Kreis-Lochbild, wo du dann dieses Lenkrad direkt an diesen Adapter anschrauben könntest oder wiederum über so einen Quick Release Adapter gehen kannst. Diese Möglichkeiten hast du. Jetzt der Vollständigkeit halber, ich habe euch diesen kleinen 50,8 Adapter gezeigt. Das ist auch so ein genormtes Lochbild, das beispielsweise an solchen kleinen Lenkrädern passt. Da seht ihr, habt ihr dieses Lochbild und diesen entsprechenden passenden Adapter, den du mit diesem System dann verwenden kannst. So viel zu den technischen Anschlussmöglichkeiten, die du mit diesem Wheel hast. Machen wir weiter mit den Abmessungen dieses Lenkrads. Du hast ein Lenkrad mit einem Durchmesser von 295 mm, hier außenseitig gemessen, und mit einer Höhe von 125 auf oberseitig 170. Du hast jetzt über diesen fix fertig montierten Wheelside-Adapter eine Bautiefe von 75 mm zur oberseitigen Carbonplatte und mit den Griffflächen um die 90 und ebenso mit diesen Encodern 90 mm. Wie sieht es aus mit dem Gewicht dieses Lenkrads? Du hast ein sehr massives Metallgehäuse, das schlägt sich natürlich auch im Gewicht nieder. Wir sind hier bei 1700 Gramm gelandet. Das ist beispielsweise das gleiche Gewicht, wenn du jetzt einen Fanatec BMW M3 GT2 Wheel in der V2-Version nimmst. Da bist du in demselben Gewichtsbereich, aber hier für ein deutlich kleineres
Wheel. Welche Abmessungen sind für euch noch wichtig oder welche technischen Details sehr wichtig für euch? Viele verwenden diese Dinger in Innenräumen, klarerweise die jetzt in Sachen Geräuschkulisse adäquat funktionieren sollten. Ihr habt oft hellhörige Wohnungen, Nachbarn, eine Freundin, die neben euch sitzt und in Ruhe Fernsehen gucken möchte und ihr habt jetzt eine sehr gut gedämpfte und trotzdem knackige Schaltmechanik. Ich zeige euch das hier. Ich weiß nicht, ob ihr hier jetzt rauf sehen könnt. Etwas höher noch machen wir dies so. Und jetzt sind wir bei einem Klickgeräusch aus unmittelbarer Entfernung. Da sind wir bei 68 Dezibel gelandet. Das ist sehr leise, das ist beispielsweise genauso leise verglichen mit den sehr gedämpften Shiftern des Fanatec APMs, Advanced Pedal Modules. Das heißt absolut Wohnzimmer, fast schon Schlafzimmer tauglich, wenn der Rest eurer Simracing-Peripherie klarerweise dies auch erlaubt. Dann habt ihr jetzt den Schaltweg, den messen wir jetzt hier ebenso raus. Ihr habt einen Schaltweg von 6 mm würde ich jetzt schätzen, 23. Ich würde sagen, einen Schaltweg um die 5 mm. Hier einen mittelmäßig kurzen Schaltweg, einen sehr präzisen Schaltweg. Auf das gehen wir dann im Rennstreckentest ein. Und ihr habt eine Range jetzt bei den Analog Pedals von 2-3 cm, 2,5 cm Range bei den Analog Pedals. Das sind jetzt so mal die Gegebenheiten, wie ihr dieses Lenkrad out of box geliefert bekommt. Jetzt gehen wir noch weiter zu den Druckpunkten. Ihr habt Buttons mit einem präzisen, würde ich sagen, relativ knackigen Button-Feedback. Ich halte euch dies jetzt nochmal an mein Mic, damit ihr das hören könnt. Dann die 7-Wegeschalter drücken, drehen. Dann die mittleren Encoder drücken, drehen, dann die Thumb Encoder drehen und drücken und die Schaltmechanik nochmal. Das alles hört sich sehr knackig, sehr wertig an. Das liegt einfach daran, an dieser Bauweise dieses Dings. Massives Carbon, massives Metallgehäuse. Auch da gehen wir dann im Rennstreckentest ein, wie sich dies dann für euch im Rennbetrieb verhält. Zu den Druckpunkten dieser Buttons, die sind mittelmäßig kräftig bis zur Auslösung. Eher leichtgängig würde ich sagen, 500 Gramm in etwa Buttonfeedback bis zur Auslösung, das relativ klar ist und einen kurzen Betätigungsweg. Drücken des 7-Wege-Switches, 800 Gramm in etwa, die gehen etwas straffer hier, auch so um die 800 Gramm würde ich jetzt sagen. Ja, das ist alles ähnlich jetzt vom Auslösefeedback und die Shifter-Mechanik, die löst euch mit ungefähr einem knappen Kilo, würde ich jetzt sagen, auch um die 800 Gramm mittelmäßig kräftig aus. Ihr habt dann hier hinten noch diese Buttons für die Zeigefinger, die haben ein relativ knackiges Feedback. Da seid ihr bei in etwa einem Kilogramm. Unabsichtlich könnt ihr diese Dinger nicht auslösen. Das ist jetzt alles rund um diese ganzen Druckpunkte, die für euch eventuell wichtig sind. Und machen wir jetzt weiter noch mit den Einstellungsmöglichkeiten. Du kannst jetzt hier über dieses Lochbild, ich glaube es ist ein 3er Inbus, den du dir dann schnappst. Klarerweise jetzt hier wieder live falsch geraten. Es ist ein 2,5 mm Inbus. Kannst du jetzt hier diese Pedals entsprechend verstellen. Das heißt, du löst hier diese Verschraubung. Du hast sehr ordentlich ausgeführte, wie heißen diese Linsenkopfschrauben, glaube ich, so heißen diese, die dann in ein Metall, in ein Gewinde hier reingedreht sind. Da spürst du, da hast du keine Angst, diese Dinge jetzt irgendwie zu überdrehen. Das ist eine sehr massive Bauweise und du kannst jetzt diese Dinger hier entsprechend ergonomisch anpassen. Das heißt, eventuell so im Winkel oder nach innen oder nach außen setzen. Diese Range nach außen, die bedeutet dann für dich, dass du hier eine Bandbreite hast von, würde ich sagen, jetzt um die
um die 7-8 mm, die du dann in Richtung Rim gehen kannst, je nachdem wie lang deine Finger sind. Ich habe diese jetzt hier mal ganz nach außen gesetzt oder ganz nach innen. Setzen wir diese jetzt nochmal ganz nach außen hier auf dieser Seite. Verschraubt diese, überdreht diese nicht. Aber wie bereits erwähnt, du hast ein sehr sattes Gewinde in einen dicken Metallarm hier eingelassen. Und hier hast du einfach eine ordentlich solide Verbindung, die sich nicht lösen sollte. Bedeutet jetzt für dich jetzt hier bei diesen Pedals, siehst du jetzt bei den Analog-Pedals, du rutscht entsprechend hier nach außen Richtung Rim-Seite, und wenn du jetzt hier in dieser Position um die 45 mm hast, dann bist du hier entsprechend bei um die 40, knapp 40 mm zur Außenseite. Gleiches gilt jetzt für die entsprechenden Shifter-Pedals. An dieser Seite, auch diese lassen sich entsprechend verstellen, und ein sehr komfortables Feature, das in meinen Augen ich so bei keinem Lenkrad bis dato gesehen habe, ist die Verstellung über die Neigung des kompletten Shifterarmes. Und hier hatten wir jetzt den Dreier-Inbus. Ich wusste ja, irgendetwas Größeres gibt es an diesem Lenkrad. Das heißt, hier mit dem Dreier-Inbus hier rein, einmal aufgedreht, und ihr seht, wie extrem komfortabel ihr hier diese Neigung, sprich die Distanz dann zu eurem Rim, zu eurer Grifffläche hier anpassen könnt. Das ist ein extrem geiles Feature in meinen Augen. Hier hast du nichts mit rumgefrickelt, du hast eine Schraube, die du dann hier drehst, fixierst, und das Ding hält bombenfest. Dieses Konzept gefällt mir extrem gut, und so ein Konzept funktioniert dann mit einer Schraube, wenn du hier alles aus Metall ausgeführt hast. Das gibt die Stabilität dann her, dass du dies ordentlich anziehen kannst mit einer ordentlich großen Linsenkopfschraube und kannst hier in Sekundenschnelle, ohne hier irgendwie rumfrickeln zu müssen, einen komplett anderen Charakter der Aufnahme deines Shifters herstellen. Ihr seht, hier habt ihr einen sehr knappen Shifter, ein knappes Shifter-Pedal an deinem Rim. Das ist eben Geschmackssache, wie du dies willst. Da bist du jetzt bei um die 2 cm zum Rim, oder in der Maximalstellung wanderst du rauf auf 4 cm. Das ist ein extremer Verstellbereich. Wenn du jetzt hier mit sehr langen Fingern unterwegs bist, meine werden hierfür zu kurz. Auch das gelingt. Ich zeige euch das jetzt nochmal. Wenn ich hier jetzt festziehe, das reicht sogar hochkant, und ihr seht, mit sehr langen Fingern, so, könnt ihr dann über diesen Winkel dieses Pedal entsprechend anpassen. Beste Lösung in meinen Augen bei allen meiner bisher getesteten Lenkrädern in Sachen benutzerfreundlicher Verstellbereich. So würde ich dies jetzt auf den Punkt bringen. Ich wähle hier meistens so eine Mittellage. Ich bevorzuge um die 2,5 cm Distanz vom Rim zu den entsprechenden Pedals, wenn dies über die Verstellung gewährleistet ist. So, das war's zu den Verstellmöglichkeiten jetzt, und ich würde sagen, wir springen zum nächsten Kapitel. Machen wir weiter mit der ganzen Materialauswahl, Verarbeitung und der Haptik. Ihr habt hier so ein Spiralkabel mit einer Länge von, ich messe euch das hier schnell raus, von insgesamt um die 70 mm, und das Coil, das ist bei 34 mm. Das kann sich dann ausdehnen, um entsprechend die Anschlüsse zu schützen, um hier nichts abzureißen. Das ist hier relativ gut dehnbar. So ein Spiralkabel wie in diesem Fall, da seht ihr, das ist mit so einer Überwurfmutter ausgeführt, hier aus Metall, und dieses kommt dann entsprechend hier unterseitig an das Wheel. Das könnt ihr hier gut erkennen, und ihr seht an der Oberseite hier, seht ihr so eine kleine Nut, und diese kleine Nut, die findet sich auch hier im Anschluss des Steckers wieder, auf dieser Seite, wo diese Vertiefung ist. Und so setzt ihr dieses Spiralkabel dann auf. Das rastet hier ordentlich ein, und über die Überwurfmutter wird dies dann entsprechend hier ans Lenkrad geschraubt und fixiert. Dann habt ihr die Verbindung hergestellt. Die andere Seite des Spiralkabels, die kommt dann an diese kleine Adapterbox ran, und über die Adapterbox, wie bereits erwähnt, die Verbindung USB an PC bzw. die Stromversorgung über das mitgelieferte Netzteil. Wie sieht es
aus mit den weiteren Materialien. Ihr habt Griffflächen, Kunststoff überzogen mit einer eher harten Ausführung. Ich habe jetzt keine Shorzahlen hier im Kopf, aber ihr habt ein knackiges Kunststoff-Feeling hier am Start. Das ist relativ griffig, so würde ich dies jetzt beurteilen. Wenn du schwitzige Hände hast, dann rate ich immer zu, bei so einem Kunststoffdesign besser mit Handschuhen unterwegs zu sein. Das fühlt sich angenehmer an als schwitzige Hände auf Kunststoff. Du hast hier sehr feine Nahtstellen dieser Halbschalen, die spürst du so gut wie nicht raus. Das heißt hier keinen Grat, das wurde sauber verarbeitet und direkt über die Griffflächen hier eingefasst diese entsprechenden Buttons. Das kannst du hier gut erkennen mit einem sehr kleinen Rand. Das finde ich sehr gut. Ich mag Wheels nicht, wo ihr so einen hohen Buttonrand habt. Der drückt dann immer zu so unangenehm hier auf die Daumenkuppen. Und das ist in meinen Augen sehr gut gelöst. Die Buttons gut eingefasst, mit leichten Spiel seitlich, aber einen klaren Druckpunkt. Dann hier die Einfassung geht oberseitig hier hoch. Auch eine Kunststoffeinfassung direkt in die Carbonplatte des Lenkrads eingebracht und bis rund um den 7-Wege-Switch und wieder zurück zur Grifffläche. Das ist die Grifffläche aus Kunststoff. Dann siehst du eine Frontplatte aus dickem Metall. Ihr könnt hier gut die Carbon-Layer erkennen. Die sind hier gut zu erkennen, die Carbon-Layer. Und wir sind hier mit der Carbonplatte von einer Dicke von 5 mm am Start und direkt mit der Carbonplatte verschraubt. Das könnt ihr hier gut sehen. Ein sehr massives Metallgehäuse. Das Metallgehäuse, da habt ihr hier eine Dicke von 18 mm, die dann die ganze Elektronik beherbergt und für die massive Stabilität dieses Lenkrads verantwortlich ist. Direkt verschraubt, dann von innenseitig dieser Quick Release, Wheelside Quick Release mit den entsprechenden Lochbildern. Auch darüber haben wir bereits gesprochen. Und wenn wir noch bei der Vorderseite bleiben, ihr habt hier diese ganzen Encoder, das ist alles Metall. Hier von unten beginnend bis hier hoch. Mit diesen kleinen Inbusschrauben könnte man diese lösen. Eine komplette Metallkonstruktion mit diesen kleinen Einkerbungen, um diese griffiger zu gestalten. 5-mal Metall und gleiches gilt für Metall bei den entsprechenden FAM-Encodern. Alles Metall, das fühlt sich kühl, klar und haptisch extrem wertig an. Ihr habt einen Durchmesser dieser Encoder von 21 mm und sehr große und griffige FAM-Encoder mit 25 mm Durchmesser. Hier 2 links und 2 rechts. Das wäre jetzt einmal die Vorderseite. Hier habt ihr noch ein aufgedrucktes Grid-Logo, auch relativ dezent. Und wenn wir jetzt das Lenkrad umdrehen, habt ihr hier durchgehend Metall ausgenommen, hier unten anschlussseitig. Auch hier wurde die Rückseite mit einer echten Carbonplatte ausgeführt. Dann der entsprechende Anschluss. Und wenn wir weitergehen zur Shifter-Mechanik, zur Shifter-Aufnahme, auch von den Analog-Pedals, das könnt ihr hier gut erkennen. Ihr habt Vollmetall, hier eine Platte aus Vollmetall, hier die Aufnahme aus Vollmetall. Hier innenseitig könnt ihr etwas von der Elektronik erkennen. Vollmetall, die Pedals aus Vollmetall. Ihr habt hier Shifter-Pedals mit 5 mm Dicke, genauso hier bei den Shiftern. Die entsprechenden Magnete für die Magnetik-Shifter, das könnt ihr hier gut erkennen. Einen kleinen Pol und Gegenpol hier innenseitig eingelassen und hier der Gegenpol. Hier, wenn ihr hier reinguckt, seht ihr den Anschluss, einen Molex-Anschluss für den entsprechenden Shifter, für die Signalübertragung. Und bei den Analog-Pedals, wenn ihr hier reinguckt, ich weiß nicht, wie gut wir das auf die Cam bekommen, hier mit etwas Sonnenlicht. Innenseitig seht ihr noch eine entsprechende Feder, die für den Widerstand auch außenseitig erkennbar zuständig ist. Ja, das war's jetzt. Ihr seht hier innenseitig noch einen kleinen Schalter eben, der für die Auslösung zuständig ist, auf den dann dieser Shifterarm drauf drückt. Hier innenseitig das, was hier in klein blau durchschimmert, das ist die Aufnahme für den Schalter. Und was gibt es jetzt noch zu sagen für euch? Ja, die entsprechenden Buttons, über die haben wir gesprochen. Und jetzt noch von der Ausstattung. Ihr seht hier diese
perfekt gelagerten, über diese Metallachse gelagerten Shifter mit Messing-Distanz-Beilagscheiben. Hier nichts mit Kunststoff. Und genauso erwartet man sich so ein Wheel in einer Preisklasse von 1000 Euro. Hier ist nichts Plastik, hier ist nichts Kunststoff, hier ist alles Metall. In meinen Augen auch noch die massivere Bauweise als Aufnahmen aus Carbon. Das ist in meinen Augen absolut top-notch, was hier Grid Engineering abliefert und ihr natürlich dann auch bezahlen müsst, wenn ihr denn solchen Edelprodukt im Haus haben wollt. Machen wir weiter mit Kapitel Nummer 6, das ist die Software und diese ganzen LED-Anpassungen. Ich bin auf dem PC unterwegs. SimHub, Stand Januar 2023, SimHub Version 8.2.1 und das MPX Default Profil des Auslieferungszustandes. Auch dieses Kapitel und die Möglichkeiten sehen wir uns jetzt wieder live und direkt an. Viel Spaß damit. Kommen wir zum nächsten Kapitel zur Software. Bei der Software werdet ihr von Grid Engineering eine hauseigene Software geboten bekommen. Die ist derzeit noch im Beta-Status, wird demnächst releasen. Sobald ich die fertige Software hier bei mir am Start habe und sich dies noch für dieses Video ausgeht, hänge ich nochmal Szenen von dieser Software an dieser Stelle jetzt mit rein. Was auf jeden Fall jetzt schon out of box funktioniert, ist beispielsweise das mächtige Tool SimHub. Auch dieses kennt ihr aus meinem Kanal, habe ich euch bereits sehr oft vorgestellt. Wie könnt ihr jetzt dieses Lenkrad mit SimHub verwenden? Dies funktioniert sehr einfach. Ihr habt bei Devices, bei der Auswahl, klickt ihr hier Add New Device und auf diesen Grid bei SimLab Button und dann habt ihr dieses Lenkrad sofort in SimHub integriert. Du kannst jetzt hier unzählige Einstellungen vornehmen. Das wäre ein super extra Review, um euch dies alles zu zeigen. Für euch wichtig ist, ihr bekommt dieses Lenkrad in einem Default-Profil ausgeliefert. Das heißt, so wie ihr dies hier am Start seht mit dieser Beleuchtung, die ihr dann natürlich separat in einem eigenen Profil anpassen könnt. Sieht jetzt so aus, ihr habt diese rechtsseitigen Buttons beleuchtet, diese Encoder ebenso und diese linksseitigen Buttons sind in diesem Profil noch dunkel. Keine Angst, die sind nicht defekt, sondern die sind jetzt so belegt, dass die in-game euch dann entweder Flaggensignale oder RPM, die Drehzahl LEDs anzeigen. Ich zeige euch dies jetzt nochmal hier. Kurz ein paar wichtige Dinge. Wenn du jetzt auf Edit Profile gehst, dann siehst du hier Grid bei SimLab nochmal oben eingeblendet und Open Test Data Editor und dann siehst du jetzt alle Buttons in Funktion, was diese alle anzeigen. Da siehst du die ganzen Signale dann, du siehst dies auch eben entsprechend in der Software und kannst auch die Helligkeit klarerweise verstellen, du kannst die komplette Brightness herausnehmen oder jetzt eben wieder hochziehen. Du kannst jetzt hier im Profile Manager dieses Default Profile laden, das ich jetzt hier am Start habe oder zwei andere, die mir jetzt auch SimLab bzw. Grid Engineering mitgeschickt hat. Ich bin für euch jetzt in dem Default Profile unterwegs und wenn du jetzt dein Profil ändern willst, nochmal hier auf Edit Profile, hier Edit Profile, da kannst du jetzt den Namen ändern oder die entsprechenden Settings. Das heißt Effects Button Groups, die ganzen Encoder, da hast du hier die unterschiedlichen Farben, die du ändern kannst. When Game is Running, was passiert im Spiel, was passiert beispielsweise hier mit den RPM LEDs, das siehst du hier. Hast du hier etwas runterscrollen. Die Start Position der LEDs festlegen, Segments Count, auch dies habe ich euch bereits in einigen Reviews genau erklärt. Und ihr könnt euch hier stundenlang auseinandersetzen, was passieren soll, beispielsweise Spot the Car Left, wenn ein Auto knapp links neben dir ist, hast du die rot blinkende LED, du kannst Delays draufgeben, Blinking, du kannst die Farbe anpassen, Spot Car Right, dasselbe und hier kannst du dich durchscrollen, entsprechende Profile eben laden oder das Default-Profil nutzen, wenn du jetzt nicht der Bastler mit Profilen bist. Oder wie bereits erwähnt, in Kürze das Tool, das hauseigene Tool, die hauseigene Software von Grid Engineering nutzen. Wie sieht das dann in-game aus? Ich springe jetzt nochmal kurz hier ins Spiel rein und zeige euch das jetzt am Fall dieser RPM-LEDs. Jetzt hier fortsetzen und wenn du jetzt hier, gehen wir mal in den Leerlauf hier rein,
die Drehzahl hochkommt, dann siehst du hier jetzt an diesen Buttons die LED-Hintergrundbeleuchtung, die dir dann die entsprechenden Drehzahlsignale gibt. Das heißt, wenn du jetzt hier auf der Strecke unterwegs bist, ich drehe den Sound etwas runter, dass ihr mich besser hören könnt, siehst du auch diesen entsprechenden Schaltzeitpunkt wunderbar geboten. Das ist für dich wichtig, wenn du jetzt andere Perspektiven fährst, so wie jetzt beispielsweise die Stoßstangenperspektive, wo du üblicherweise keine Instrumente eingeblendet hast, mit der ich schwer klarkomme, aber ich zeige euch dies jetzt einmal an diesem Beispiel. Dann siehst du in deiner Peripheriesicht hier das Blinken dieser LEDs wunderbar, wenn du nicht gerade jetzt hier mit Festbeleuchtung, so wie ich, um für euch zu filmen, unterwegs bist. Das heißt, du kannst diese Signale, diese Einstellungen jetzt über die Software und wie eben auch in diesem Default-Profil im Werkszustand bereits vordefiniert, wunderbar belegen. Du könntest jetzt auch sagen, du möchtest, dass die RPM-LEDs über die Beleuchtung rund um die Encoder hier dargestellt wird und hier die Farben ändern und zu blinken beginnen. Das nimmst du in der Peripheriesicht wahr, auch wenn du die Augen hier jetzt am Bildschirm hast. Aber du kannst erkennen jetzt, wie der entsprechende Schaltzeitpunkt dann signalisiert wird. Das funktioniert in meinen Augen wunderbar. Ihr solltet diese Möglichkeiten, die euch so ein Lenkrad bietet, auf jeden Fall nutzen. Jetzt nochmal zurückgesprungen zur SimHub Software, die installiert ihr. Ich bin jetzt unterwegs, Stand Ende Januar 2023 mit Version 8.2.1. Ich habe eine lizenzierte Version. Ihr könnt SimHub auch kostenlos nutzen. Ich empfehle diese paar Euronen einmalig zu bezahlen. Sind das 5 oder 10 Euro oder Dollar? Ich weiß das jetzt nicht mehr auswendig. Und ihr habt alle Updates, alle vollen Features. Ihr habt die Möglichkeiten, Dashboards hier anzusteuern mit der vollen Bildwiederholrate von 60 FPS. Das heißt, es empfiehlt sich hier einmalig etwas Geld für SimHub in die Hand zu nehmen und dieses sehr mächtige, sehr gute Tool zu ordern. Viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Wie gesagt, dies funktioniert in meinen Augen Plug and Play. Du importierst hier einfach dein Grid bei SimLab Profil bzw. aktivierst dies in SimHub und alles weitere läuft dann out of box. Wenn du jetzt SimHub startest, wird automatisch dieses Profil geladen. Die Beleuchtung erscheint in diesem Stil, den du ihm vorkonfiguriert bzw. vorgegeben hast. Und du kannst an dieser Stelle losfahren, bist ready to go. In meinen Augen eine sehr gut gelungene Plug-and-Play-Lösung. Sehen wir uns kurz die Verbindung zwischen dem Lenkrad, zwischen dem MPX-Wheel und der Wheelbase an. In dem Fall eine Simucube SC2 Pro Wheelbase. Ich verwende hier den RaceX Xero Play Quick Release Adapter. Das heißt, du hast eben die Möglichkeit über so einen Quick Release Adapter, das könnt ihr hier gut erkennen, dieses Ding zu lösen und so ein Lenkrad runterzunehmen. Sprich, ein anderes Lenkrad ebenso mit diesem Wheelside Quick Release Adapter hier auszustatten und kannst dann eben in Kürze hier wieder ein anderes Lenkrad dranbringen und hast hier keine Schrauberei. Deine alternative Möglichkeit wäre klarerweise, wenn du jetzt so einen Quick Release Adapter nicht besitzt, dieses MPX Lenkrad hier über den 70 mm Flange, über diesen Adapter, direkt jetzt mit Simucube zu verbinden. Ihr kennt dieses System aus meinen Videos bereits. Da habt ihr diesen Quick Release Adapter hier von Simucube mitgeliefert und seht hier unterseitig eben dieses 70 Lochkreisbild hier rundherum und dieses könntet ihr jetzt direkt eben mit diesem MPX Wheel verschrauben. Komfortfeature jetzt mit diesem Adapter, wie bereits erwähnt, du montierst diesen einmal auf deiner Wheelbase und kannst hier dieses Lenkrad in Sekundenschnelle
Wenn du jetzt hier diesen Hebel aufklappst, anbringen, zumachen und du bist ready to go und hast eine absolut spielfreie Verbindung. Das kannst du jetzt hier sehen. Wenn ich jetzt hier an diesem Lenkrad rumwackle, dann habe ich einen leichten Flex hier in meiner Wheeldeck-Aufnahme. Aber die Verbindung zu diesem Lenkrad, die ist absolut spielfrei. Und du kannst jetzt hier gut sehen, dass du hier kein Spiel zwischen diesem Lenkradaufbau und dem Quick Release hier vorhanden hast. Das ist für dich gut bemerkbar. Das heißt hier absolute Entwarnung. Du bekommst hier ein wunderbar spielfreies System an den Start geboten. Gehen wir jetzt nochmal kurz auf die Verkabelung ein. Ihr seht hier dieses Spiralkabel direkt mit diesem Lenkrad verbunden und hier unterseitig durchgeführt. Ich gehe mal hier auf die andere Seite, um euch dies genauer zeigen zu können. Das heißt, hier seht ihr dieses Kabel und ich habe das hier mit so einem Klettband hier mit meinem Rig bzw. dem Wheeldeck verbunden. Jetzt hängt dies so leicht seitlich runter und ihr seht diese üblichen Bewegungen jetzt im GT oder Formula Sport, maximal 90 Grad nach links, maximal 90 Grad, vielleicht 110 Grad nach rechts und ihr bekommt hier keine Probleme mit Rumwickeln des Kabels und selbst bei 180 Grad könnt ihr sehen, ihr habt hier keine Spannung auf das Kabel und das entsprechende Spiralkabel gibt euch ja diesen nötigen Spielraum mit, um hier kein Verwickeln und keinen Zug hier an dieses Kabel zu bekommen. Das ist in meinen Augen eine Lösung, mit der du längerfristig sicher unterwegs sein kannst. Wie habe ich dieses Ding jetzt mit dem Rig befestigt? Das heißt, ihr seht diese kleine Adapterbox, diese Einheit, die habe ich hier über das Aluprofil, das könnt ihr hier sehen, das ist ein 80er Aluprofil, diese Simetic K2R Sidebar, hier angebracht, die Nutensteine und Schrauben, die sind mitgeliefert. Hier wiederum eben das Lenkrad angestöpselt und unterseitig habt ihr die Stromversorgung. Das ist dann das Netzteil, das hier dran hängt und hier vorne in meiner Steckerleiste drin hängt und hier unterseitig ein USB-Kabel. Ich habe hier ein längeres USB-Kabel jetzt verwendet, um zu meinem PC zu gelangen, der hier 3-4 Meter entfernt auf der linken Seite an meinem Schreibtisch steht. So habe ich dies jetzt verkabelt und angebracht. Das ist eine unscheinbare gute Lösung in meinen Augen, mit der ihr dann langstreckentauglich unterwegs sein könnt. Kapitel Nummer 7, die Optik. Frontseitig springt die umfangreiche Ausstattung ins Auge und die vielen Optionen der LED-Hintergrundbeleuchtung. Auf den ersten Blick erkennt man, dass hier ausschließlich Carbon und Metall zum Einsatz gekommen ist. Das gilt auch für alle Drehschalter und die Thumb-Encoder. Die Carbonplatte fasst die Bedienelemente sehr passgenau ein und schließt mit dem Gehäuse aus Vollmetall ab. Diese sehr edle Optik setzt sich auch rückseitig fort und ist durch den ausschließlichen Einsatz von Metall geprägt. Frontseitig mittig ist ein weißes, eher dezentes Grid-Logo eingelassen. Machen wir weiter mit Kapitel Nummer 8, das ist die Haptik. Die Griffflächen des MPX-Wheels wurden mit glattem Kunststoff überzogen. Die Verbindungsstellen, die sind sauber und kaum spürbar ausgeführt. Bei der Betätigung der Schaltmechanik fällt der absolut spielfreie Betrieb auf und man merkt, dass hier von der Schaltmechanik bis hin zur Aufnahme und den Pedals ausschließlich sehr massives Metall verarbeitet wurde. Auf den Schaltpedals haben 3 Finger Platz und ohne Handschuhe fühlen sich diese metallisch kühl und sehr edel an. Die Griffflächen sind ergonomisch gut geformt und die Freistellungen lassen die komfortable Einbettung von Daumen und Fingern zu. Kapitel Nummer 9, die Verarbeitung. Die Verarbeitung lässt keine Wünsche offen. Alles wirkt hochsolide und langlebig, wie man dies bei einem Lenkrad in dieser Preisklasse erwarten sollte. Im Rennbetrieb ist es spürbar, dass sich nichts verwindet und alles geräuschfrei und ohne Knarzen funktioniert. Perfekt gelagerte Achsen der Schaltmechanik, super verarbeitete Carbon- und Metallkomponenten und gleichermaßen edel verarbeitete Thumb-Encoder und Drehschalter setzen die tadellose Ausführung des MPX-Wheels fort. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 10, das ist die Ergonomie. Ohne das Lenkrad loslassen zu müssen, können sehr zahlreiche Eingaben getätigt werden. Diese sind durch die Thumb-Encoder, 7-Wegeschalter und die oben positionierten Buttons ergonomisch vorbildlich umgesetzt. Die Schaltpedals sind wunderbar erreichbar und umfangreich einstellbar. Rückseitig oben sind zusätzliche Buttons eingelassen.
Die analogen Pedals sind für meine nicht allzu langen Finger sehr gut erreichbar und können über das Langloch noch weiter angepasst werden. Das Rim ist sehr angenehm geformt und liegt dabei ergonomisch und komfortabel in der Hand. Die Aussparungen für Daumen oberhalb der Speiche und Finger unterhalb der Speiche sind großzügig dimensioniert und ebenso ergonomisch angenehm und langstreckentauglich ausgeführt. Machen wir weiter mit unserem Hauptkapitel. Das ist Kapitel Nummer 11, der Rennstreckentest. Da gehen wir wieder am besten live ans Rig und drehen ein paar Runden. Kommen wir zum heutigen Rennstreckentest. Wir sind unterwegs mit Race Room Corvette GT3. Kurz jetzt zu dem Setup, das hier verwendet ist. Ihr habt einen Simetic K2 Air Rig, Reviews dazu in meinem Kanal. Simucube SC2 Pro Wheelbase, einen RaceX Mount, einen Adapter. Dann seht ihr hier unser Grid MPX Lenkrad verbunden über diesen Quick Release RaceX Xero Play. Pedale IMSIM Talento, die derzeit bei mir im Langzeittest sind. Auch dazu wird es ein Review geben. Und ich würde sagen, wir legen einfach los, drehen jetzt eine Runde Race Room Nordschleife in dem Corvette GT3. Was fällt dir auf den ersten Metern auf, wenn du mit diesem MPX-Lenkrad unterwegs bist? Das ist zuerst die Griffhaltung. Du hast einen Durchmesser von 295 mm. Das liegt halt sehr komfortabel in der Hand. Ihr kennt meine Reviews und ich weiß, ich wiederhole mich da. Für mich ist ein Lenkraddurchmesser von um die 30 cm die goldene Mitte. Das heißt, wunderbar, um GT3-Fahrzeuge, Formula Sport, aber auch allgemeine Fahrzeuge abbilden zu können. Wie liegen die Hände jetzt in den Griffflächen? Das fühlt sich alles ergonomisch sehr gut ausgeformt an. Ihr habt wunderbar eingebettete Daumen, ihr habt genug Platz jetzt hier mit den Daumen und mit den Fingern unterhalb der Speichen. Hier gibt es nichts, was dir jetzt irgendwie negativ auffällt. Das heißt, du hast ein ergonomisches Griffdesign. Wenn wir jetzt vom Griffdesign sprechen und von der Haptik, du hast Kunststoffgrips, wie dies bei diesen Lenkrädern üblicherweise der Fall ist. Das hat Vor- und Nachteile. Die Vorteile auf der Rennstrecke bzw. im Langzeittest, diese Dinger, die sehen auch nach intensiver Nutzung und nach 1-2 Jahren immer noch gleich aus. Der Nachteil für dich als haptischer Nutzer, so wie ich es einer bin, ist der, dass du jetzt nicht an dieses haptische Erlebnis rankommst, wenn du ohne Handschuhe unterwegs bist. Das heißt, hier hast du klarerweise Abstriche im Vergleich zu Alcantara Grips oder Glattleder, Wildleder Grips, wie auch immer. Weiter zur ganzen Ergonomie, zur Erreichbarkeit. Du hast im Rennbetrieb, und das ist für dich wichtig, wenn du jetzt im virtuellen und auch im echten Rennsport unterwegs bist, die Erreichbarkeit deiner Buttons, deiner Encoder, ohne die Hände jetzt vom Lenkrad nehmen zu müssen. Ich sollte mich jetzt wieder mehr aufs Rennfahren konzentrieren. Ihr wisst, Multitasking, Nordschleife für mich immer eine große Herausforderung. Für dich in Sachen Erreichbarkeit, du hast mit den Daumen wunderbar erreichbar jetzt diese Buttons hier, 1, 2, 3 und 4. Du hast diesen 7-Wege-Switch, das heißt drücken, drehen links, rechts und Klick links, rechts, oben oder unten. Dann eine wunderbar gute Erreichbarkeit gegeben ist mit diesen sehr großen und griffigen Thumb-Encodern hier. Auf dieser Seite hier habe ich Traction Control Presets draufgelegt, rauf, runter und ebenso kannst du diese Dinger belegen mit einem Drücken. Das sind jetzt die Buttons, die du wunderbar erreichbar hast, jetzt im Rennbetrieb und zusätzlich hier auf der Rückseite diese beiden Buttons rechts und links, die habe ich jetzt belegt mit dem Force Feedback Multiplier. Das heißt, um in-game das Force Feedback kräftiger oder schwächer stellen zu können. Wie sieht es jetzt aus mit der Erreichbarkeit der Schaltwippen? Ich habe diese jetzt mal hier Default im Einsatz, gar nichts verstellt. Auch sehr gut erreichbar. Ich habe mittelgroße Hände. Die Finger, 3 Finger liegen hier relativ komfortabel auf. Das Gefühl metallisch kühl. Absolut spielfrei. Und ihr könnt dies jetzt auch hören im Rennstreckenbetrieb. Wenn ich jetzt mal kurz die Klappe halte, das ist ein gedämpftes Klickgeräusch und für mich immer wieder verwunderlich oder erstaunlich jetzt, auch nach mehreren Testrunden ist, dass Grid Engineering,
die es hinbekommen hat, eine Schaltmechanik an den Start zu bringen, die knackig ist und gleichzeitig geräuschmäßig gedämpft. Das ist für euch in Wohnräumen wichtig, wenn neben dir wer in Ruhe Fernsehen gucken möchte oder du in einer hellhörigen Wohnung unterwegs bist im Nebenzimmer. Da kennt ihr üblicherweise knackige Magnetik-Shifter, die euch durch die Wände knallen. Das ist bei diesem Lenkrad nicht der Fall und gleichzeitig verlierst du nichts in so einem matschig gedämpften Gefühl. Ich habe jetzt schon unzählige Wheels getestet, auch im absoluten High-End-Bereich, aber es war immer in gewisser Weise ein Kompromiss. Und da hat Gritty Engineering absolut das Beste aus beiden Welten herausgeholt. Das liegt eventuell auch an dieser massiven Aufnahme der Shiftermechanik aus Vollmetall, die dann diese Klickgeräusche in gewisser Weise auch schluckt, dieses Volumen aufnimmt, aber auf jeden Fall ein sehr erstaunlicher Aspekt, ein positiver Aspekt in meinen Augen. Was gibt es jetzt weiter zu diesem Wheel zu sagen? Wenn du jetzt auf der Rennstrecke unterwegs bist, eine Frage, die ich auch oft gestellt bekomme, stört jetzt dieses Kabel, das hier unten etwas rumbaumelt und ich hier mit einem kleinen Strip hier an meinem Rig befestigt habe. Nein, das stört dich im Rennbetrieb nicht und du siehst, du hast die üblichen Lenkbewegungen jetzt hier auf der Nordschleife, auch mit engeren Kurven, maximal 90, etwas über 90 Grad eventuell nach links und nach rechts. Wenn du jetzt beobachten kannst, dieses Kabel, du hast hier absolut keine Probleme, dass sich hier etwas rumwickeln würde oder sonst stören würde. Ich rate immer, dies hier an dem Rig etwas zu befestigen und genügend Spielraum zu geben, damit du hier frei bist und hier keine Spannung an das Spiralkabel bringst. Auch hier kann ich absolut Entwarnung geben. Ist ein optischer Nachteil, ein Kabel jetzt von einem Lenkrad an deinen PC. Aber in der Rennpraxis wird dich dies nicht stören und wie immer gilt, es ist die direkte Verbindung zum PC, die die Simracing-Enthusiasten üblicherweise bevorzugen. Was kann ich jetzt über dieses Lenkrad noch berichten? Für euch ein ganz wichtiger Punkt und für uns alle ist klarerweise, wie dieses Lenkrad in Sachen Stabilität performt. Das heißt, wir kommen hier jetzt gleich auf die Döttinger Höhe, dann drehe ich jetzt mal das Force-Feedback nochmal ordentlich hoch und wir beobachten dann diese ganzen Effekte, wie sich dieses Lenkrad dann verhält. Für dich klar ist, wenn du so ein sehr stabiles Lenkrad testen willst, wie sich dieser Aufbau verhält, benötigst du die entsprechende Peripherie drumherum. Du hast einen sehr massiven Mount, in diesem Fall dieser RaceX Mount. Du hast ein stabiles Rig, das Simetic K2R. Du hast eine extrem stabile Simucube SC2 Pro Wheelbase und einen absolut spielfreien Zero Play Adapter mit den entsprechenden Aufsätzen. Ich habe jetzt hier den Force Feedback Multiplier auf die hinteren beiden Knöpfe gelegt und drehe diesen jetzt mal hoch. Und ihr könnt am Clipping Meter, das ist hier links oben, den Ausschlag sehen, der jetzt in Richtung Maximum Force Feedback geht. Und ihr könnt dies auch an meiner Stimme hören, dass ich mich jetzt konzentrieren muss, dieses Lenkrad wirklich fest in beiden Händen halten zu können. Ich gehe jetzt mal mit dem Force Feedback hier über den Multiplier wirklich in die Vollen. Das macht dies zu Hause nicht nach mit so einer extrem kräftigen Wheelbase. Ich knall den jetzt hoch und ihr seht am Clipping Meter hier links oben, der geht jetzt teilweise schon ins Clipping rein. Hier sind wir bei den 25 Newtonmetern angelangt. Und ihr seht, ich muss dieses Lenkrad jetzt brutal festhalten, sollte mir keinen Fahrfehler erlauben, um hier die maximale Stabilität dieses Lenkrads auszuloten. Das ist ein Szenario, mit dem seid ihr üblicherweise nicht unterwegs, außer ihr seid Extremkraftsportler, dann macht euch dies vielleicht Spaß. Aber um die Stabilität für euch jetzt durchzutesten, tue ich mir das für euch an. Und ich kann euch jetzt auf den ersten Metern sofort berichten, du hast eine absolut spielfreie Verbindung. Das heißt, dieses Lenkrad, du hörst kein Knarzen,
Du hörst ein leichtes elektronisches Geräusch aus der SimiCube Wheelbase raus, wie der Motor am Anschlag arbeitet und es mir den Schweiß auf die Stirn treibt. Aber vom Lenkrad null. Du hast kein Knarzen, du hast kein Verwinden, die Griffflächen, die sitzen bombenfest auf diesem Ding. Das heißt, hier kann ich, wenn ein Lenkrad 25 Newtonmeter einer SimiCube SC2 Pro Wheelbase gestemmt bekommt, ohne einen Zicken zu machen, dann geh davon aus, dass du mit kräftigen Settings, und ich bin oft mit 12 bis 15 Newtonmeter mit Wheels dieser Dimension unterwegs, über Jahre keine Probleme damit bekommen solltest. Wenn es diesen Hardcore-Test ohne ein Murren übersteht. Ich muss jetzt fast aufhören, nach einer halben Runde, damit ich mich nicht jetzt an den Handgelenken noch verletze. Aber hier liefert das MPX ab, rock solid. Mehr kannst du dazu nicht sagen. Und die übrige Peripherie tut sein Übriges. Diese Verbindung zur Wheelbase und diesen Quick Release, das ist Hardcore. Du spürst eben alles. Das Lenkrad liefert dir, ich muss jetzt mit dem Force Feedback runter, Leute. Boah. Jetzt gehe ich immer noch auf ein hohes Maß von, schauen wir auf den Clipping Meter. Ich gehe jetzt auf ein Maß von um die 15 Newtonmeter runter. Und ihr habt halt bei diesem Lenkrad, wenn ihr hier jetzt leicht ins Gemüse fährt, hier über den Streifen links, du spürst jegliches Force Feedback dieser hervorragenden SimiCube SC2 Pro Wheelbase. Und das bekommst du halt an das Lenkrad geliefert, wenn ein Lenkrad mit diesem Aufbau, mit diesem extrem soliden Aufbau und einer spielfreien Verbindung, der Quick Release ist hier das A und O, das Maßgebliche, um eine Direct Drive Wheelbase so performen zu lassen, wie die eben performen soll. Und dann tut das Lenkrad sein Übriges, ob es eben diese Effekte umsetzen kann oder ob sich etwas in einem Flex, in einem Spiel verliert. Ja, absolute Entwarnung, auch wenn du mit Hardcore-Settings unterwegs bist. Du wirst eine Freude haben, mit so einem Paket unterwegs sein zu können, zu dürfen. Das ist für mich nach vielen Jahren Simracing immer noch ein Privileg, so ein Setup hier am Start zu haben, für euch testen zu dürfen. Wir nehmen jetzt zum Schluss das Karussell noch mit, dann noch ein paar Kurven und ich melde mich in Kürze wieder bei euch. Zurück vom Rig kommen wir auf die Zielgerade. Die negativen, neutralen, die positiven Aspekte sowie ein Fazit und die Kaufempfehlung. Kapitel Nummer 12: Negative Aspekte. Hier bleiben für mich die bereits bei einigen anderen High-End-Wheels erwähnten negativen Aspekte hinsichtlich der mangelnden Materialauswahl der Griffflächen. Mal sehen, ob es zukünftig mehr Flexibilität bei High-End-Wheel-Anbietern geben wird. Ich kenne auch die Argumente von, das ist unwichtig, da echter Motorsport und so weiter, aber auch hier sprechen wir von einem Simracing-Produkt, das ausschließlich für den Heimgebrauch gedacht ist und darum steht in diesem Punkt meine Meinung. Zweiter negativer Aspekt ist die Optik und Handhabung mit dem Spiralkabel. Optisch gesehen ist es kein Highlight, ein Spiralkabel verlegen zu müssen. In Sachen Handhabung heißt es vorsichtig zu sein, damit das Kabel entsprechend verlegt bzw. am Rig angebracht wird. Eine Alternative, sprich drahtlose Verbindungsmöglichkeit, die bietet Grid Engineering mit diesem Lenkrad nicht. Viele Simracing-Enthusiasten bevorzugen wiederum die direkte Kabelverbindung, aber im Gesamtüberblick gilt es für mich, beide Lager und verschiedene Meinungen zu beleuchten. Kapitel Nummer 13: Die neutralen Aspekte. Den Preis stufe ich als sehr hoch, aber gerade noch neutral ein, zumindest was die Preisauszeichnung für die Vorbesteller betrifft. Ich habe dies bereits mehrmals erwähnt, aber ihr seid mit solchen Lenkrädern dieser Klasse im absoluten Enthusiastenbereich gelandet. Und hier bietet euch kein Anbieter ein Schnäppchen. Das werdet ihr am Markt nicht finden. Das nötige USB-Kabel ist, wie bereits erwähnt, optisch gesehen ein Nachteil,
dafür aber sehr zuverlässig in der Datenübertragung und hinterlässt somit einen zwiespältigen Eindruck. In diesem Punkt hoffe ich zukünftig auf Zusammenarbeit von Lenkrad- und Wheelbase-Anbietern in Sachen passender Schnittstellen. Wie berichtet, hat EasyTech beispielsweise eine sehr offene Position in Sachen Öffnung für Drittanbieter-Lenkräder kommuniziert. Das habe ich mit euch bei den SimRacing Expo Reviews besprochen. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 14, das sind die positiven Aspekte. Sehr hochwertiger Einsatz von Materialien wie Carbon und Metall in entsprechender Stärke. Die Schaltmechanik ist die für mich bis dato beste aller meiner bisher getesteten Wheels. Der Schaltweg stimmt, die Mechanik ist absolut spielfrei, die Geräuschdämmung ist sehr gut und gleichzeitig bleibt der Druckpunkt aber knackig. Meistens ist eine Geräuschdämmung und die schwammige Endlage eine logische Folge, aber hier hat Grid Engineering das Beste aus beiden Welten ans MPX-Wheel gebracht. Das ist einfach ein großartiger Job. Der Einsatz von Metallpedals ist vorbildlich und hier setzt sich Grid Engineering haptisch gesehen von Carbonlösungen ab. Sämtliche Bedienelemente, die lassen sich ohne störende Knarzgeräusche bedienen, auch unter Volllast mit 25 Newtonmeter einer Simicube SC2 Pro Base. Die Lenkradform bietet zwischen den Oberschenkeln durch die Abflachung sehr viel Platz. Der Lenkraddurchmesser von 29,5 cm ist in meinen Augen die goldene Mitte und für eine Vielzahl von Rennklassen optimal gewählt. Die Rotary Encoder sind sehr gut bedienbar und wirklich groß. Gleiches gilt für die Fambi Encoder, die knackig einrasten und durch die Größe perfekt bedienbar sind und gedrückt werden können. Die Entscheidung, gleich 2 7-wege Switches ans Lenkrad zu bringen, ist ebenso ein kluger Zug. Die rückseitigen Buttons bringen weitere ergonomische Eingabemöglichkeiten, ohne die Hände vom Lenkrad nehmen zu müssen. Ebenso positiv bewerte ich, dass Grid Engineering auf SimHub setzt und zusätzlich eine hauseigene Software ins Haus stellt. Ein weiterer positiver Aspekt ist die Optik. Wenn ihr, genauso wie ich, Understatement-Lenkräder liebt, diese Wertung müsst ihr aber klarerweise subjektiv einordnen. Aber ich finde dieses Lenkrad sehr schön, zeitlos und sehr edel. Die LED-Beleuchtung sieht super aus und lässt sich wunderbar anpassen. Und als letzter positiver Aspekt ist ganz objektiv betrachtet eine extrem hohe Performance in Sachen Stabilität. Wenn du ein Lenkrad ohne jeglichen Flex suchst, dann wirst du bei diesem Modell absolut nichts zu kritisieren haben. Hier zahlt sich dann der hochmassive Materialeinsatz von dicker Carbonplatte und extrem massiven Metallgehäuse samt massivem Flansch aus. Kapitel Nummer 15, das ist das Fazit und die Kaufempfehlung. In Sachen Kaufempfehlung spricht Grid Engineering absolute Simracing-Enthusiasten mit dem entsprechenden Budget an. Du gehörst zu dieser Zielgruppe, wenn du am PC unterwegs bist und eine Wheelbase im Einsatz hast, die die spielfreie Verbindung über den Quick Release erlaubt. Nur dann wirst du die massive Bauweise des MPX-Lenkrads erfüllen können und genau dafür wurden Lenkräder dieser Preisklasse geschaffen. In Sachen Einsatzzweck sei dir bewusst, dass ein Lenkrad dieser Bauform nicht für Drift oder Rallye geschaffen wurde. Bist du mit GT, Formula oder ähnlichen Klassen unterwegs, dann bekommst du mit knapp 30 cm Durchmesser den in meinen Augen besten Formfaktor geboten. Willst du mit einem Grid Engineering Lenkrad samt Display an den Start gehen, dann bietet das lizenzierte Porsche 911 RSR Wheel eine Möglichkeit, die sich preislich aber in ganz anderen Sphären bewegt. Ob ich dieses Wheel einmal für euch testen und reviewen werde, das sei heute und hier dahingestellt. Vor dem spannenden Ausblick seid nun ihr am Zug. Lasst mich nun in den Kommentaren wissen, was ihr über Grid Engineering und den Einstieg von SimLab ins Wheelgeschäft denkt. Machen wir weiter mit Kapitel Nummer 16, ein Ausblick. Die nächsten Wochen werden EasyTech-Wochen bei Ron reviewed. Es kommen Tests zu den neuen EasyTech Wheelbases, Lenkrädern und anderer Peripherie. Ihr solltet wirklich dranbleiben, dieses Simracing-Jahr, das startet furios. Parallel dazu läuft gerade ein Langzeittest der ImSim Talento Pedale, die ich ebenso für euch reviewen werde. Andere Neuerscheinungen klopfen bereits an. Ich bin derzeit neben dem Betrieb meines Simracing Testcenters richtig ausgebucht. Stay tuned und bitte abonniere meinen Kanal, wenn du dies noch nicht gemacht hast.
Wie du mich unterstützen kannst, das findest du wie immer unterhalb dieses Videos in der Videobeschreibung. Es macht wie immer Spaß, mit und für euch zu reviewen. Liebe Grüße von eurem Ron.